Was ihr gleich sehen werdet, wird euch den Atem rauben. Ein Motorradfahrer dachte, er könnte sich über einen blinden Mann und seinen Hund lustig machen. Was er nicht wusste, dieser Schäferhund war kein gewöhnlicher Blindenhund, sondern ein ehemaliger Polizeihund. Und was dann passierte, brachte den Motorradfahrer zum Weinen. Aber das ist noch nicht alles. Das Ende dieser Geschichte wird euch schockieren. Aber bevor ich euch erzähle, was als nächstes passierte, wenn ihr auch solche krassen Geschichten liebt, dann seid ihr hier genau richtig. Und falls ihr neugierig seid, wie diese Geschichte ausgeht, bleibt dran, denn das werdet ihr nie vergessen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, habt ihr schon mal erlebt, dass jemand einen Hund unterschätzt hat? Ich lese wirklich jeden Kommentar. Was ihr gleich sehen werdet, wird euch den Atem rauben. Ein Motorradfahrer dachte, er könnte sich über einen blinden Mann und seinen Hund lustig machen. Was er nicht wusste, dieser Schäferhund war kein gewöhnlicher Blindenhund, sondern ein ehemaliger Polizeihund. Und was dann passierte, brachte den Motorradfahrer zum Weinen. Aber das ist noch nicht alles. Das Ende dieser Geschichte wird euch schockieren. Aber bevor ich euch erzähle, was als nächstes passierte, wenn ihr auch solche krassen Geschichten liebt, dann seid ihr hier genau richtig. Und falls ihr neugierig seid, wie diese Geschichte ausgeht, bleibt dran, denn das werdet ihr nie vergessen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, habt ihr schon mal erlebt, dass jemand einen Hund unterschätzt hat? Ich lese wirklich jeden Kommentar. Also, es war ein ruhiger Morgen in München. Der Himmel strahlte kristallklar blau und der Gehweg vor dem kleinen Café zum Goldenen Hirsch summte vor Aktivität. Überall Menschen, die ihren Morgenkaffee genossen, Zeitungen lasen oder einfach das schöne Wetter ausnutzten. Zwischen all diesen Menschen saß da ganz ruhig an einem Außentisch Markus Weber, ein 45-jähriger blinder Mann, der täglich um genau diese Zeit das Café besuchte. Seine Routine war ihm heilig. Jeden Morgen um 8:30 ein großer Cappuccino und ein Buttercroissant. An seiner Seite stand Zeus, sein treuer deutscher Schäferhund. Aber haltet euch fest, Zeus war nicht einfach nur ein Blindenhund. Seine feste, aufrechte Haltung, die Art, wie er die Umgebung scannte, seine beeindruckende Präsenz, all das verriet Jahre intensiver Ausbildung bei der Münchner Polizei. Zeus war ein ehemaliger K9-Diensthund. 7 Jahre hatte er bei der Polizei gedient, Verbrecher gestellt, Drogen aufgespürt und sein Leben für die Sicherheit anderer riskiert. Nach einer Verletzung im Einsatz wurde er pensioniert und kam zu Markus. Aber seine Instinkte, seine Ausbildung, die waren noch voll da. Zeus war nicht nur Markus' Augen geworden, sondern auch sein Beschützer, sein bester Freund. Die Verbindung zwischen den beiden war etwas ganz Besonderes, eine Partnerschaft, die auf bedingungslosen Vertrauen basierte. Während Markus in aller Ruhe sein Cappuccino trank und die warmen Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht spürte, durchbrach plötzlich das ohrenbetäubende Dröhnen von 3 Motorrädern die friedliche Morgenstimmung. Krass, oder? Von 0 auf 100. Die komplette Atmosphäre änderte sich schlagartig. Die Harley-Davidson-Maschinen knatterten laut über das Kopfsteinpflaster und zogen sofort alle Blicke auf sich. Jeder im Café drehte den Kopf, manche erschrocken, andere neugierig. Das Geräusch war so laut, dass sogar die Tauben auf dem nahegelegenen Brunnen aufflogen. 3 Männer stiegen ab. Alle um die 30, gekleidet in schwarze Lederjacken mit auffälligen Patches der Road Devils MC. Sie wirkten auf den ersten Blick lässig, aber ihre Art, wie sie die Umgebung musterten, wie sie sich bewegten, brachte eine gewisse Bedrohung mit sich. Kennt ihr das Gefühl, wenn sich plötzlich die Stimmung ändert? Chuck, der Anführer der Gruppe, war nicht zu übersehen. Ein kräftiger Mann mit Vollbart, Sonnenbrille und jeder Menge Tattoos an den Armen. Seine dominante Ausstrahlung war spürbar. Mit seinem lauten, selbstbewussten Lachen gestikulierte er wild herum, während er mit seinen Kumpels redete. Er wollte eindeutig zeigen, wer hier das Sagen hatte. »Mann, ich brauche jetzt erstmal einen starken Kaffee«, brüllte Chuck durch die Gegend, sodass wirklich jeder es hören konnte. Seine beiden Freunde, Lars und Dirk, lachten pflichtbewusst mit. Typische Biker-Gang-Hierarchie, wisst ihr? Zeus, immer wachsam wie ein echter Profi, spitzte sofort seine Ohren. Seine jahrelange Polizeiausbildung ließ ihn sofort erkennen, hier stimmt etwas nicht. Seine Muskeln spannten sich an, sein ganzer Körper ging in Alarmbereitschaft. Aber er blieb ruhig, wie ein Profi eben. Die Männer begannen zwischen den Tischen umherzuwandern, musterten die Gäste mit herablassenden Blicken. Chuck bemerkte Zeus und Markus und blieb stehen. Sein Blick fixierte sich auf den beeindruckenden deutschen Schäferhund. »Boah, das ist ja ein richtig großer Köter«, bemerkte Chuck laut, seine Stimme voller Spott.
Zeus reagierte sofort. Er hob den Kopf und schaute Chuck direkt in die Augen. Was für ein Moment! Könnt ihr euch die Spannung vorstellen? Chuck lachte laut über seinen eigenen Kommentar und lehnte sich leicht nach vorn, als würde er Zeus' Reaktion testen wollen. Aber Zeus blieb völlig bewegungslos. Ein echter Profi eben. Doch da war etwas in seiner Haltung, eine stumme Warnung, die Bände sprach über das, was er von dieser Situation hielt. Markus, der die Blicke um sich herum nicht sehen konnte, spürte dennoch die Veränderung. »Ist alles in Ordnung?« fragte er mit ruhiger Stimme, aber da war ein Hauch von Unbehagen drin. Er konnte Zeus' veränderte Körperspannung durch die Leine spüren. Chuck, vielleicht etwas enttäuscht, dass er nicht die erwartete Reaktion bekommen hatte, machte eine übertriebene Handbewegung. »Ist er wirklich so klug, wie er aussieht?« fragte er seine Kumpels, die verlegen lachten. Die Atmosphäre wurde spürbar angespannter. »Das ist ein schöner Hund, den Sie da haben«, sagte Chuck zu Markus, aber sein Ton war herablassend. Zeus reagierte sofort und positionierte sich noch näher zu seinem Herrchen, ein Beschützerinstinkt, der tief in ihm verwurzelt war. Markus lächelte höflich und versuchte, die Situation entspannt zu halten. »Danke, Zeus ist mein bester Freund.« Er ahnte nicht, welche Blicke um ihn herum ausgetauscht wurden. Chuck neigte seinen Kopf, als würde er Interesse heucheln. Zeus, nach dem griechischen Gott benannt. Mal sehen, ob er seinem Namen alle Ehre macht. Bevor Markus antworten konnte, machte Chuck eine schnelle Bewegung und streckte seine Hand aus, um Zeus' Schnauze zu berühren. Es war eine Geste, die Außenstehenden harmlos erscheinen mochte, aber für Zeus, der darauf trainiert war, Gedrohungen zu erkennen, war es genug, um seine Instinkte zu aktivieren. Der deutsche Schäferhund griff nicht an, aber er machte einen Schritt zurück und ließ ein tiefes, warnendes Knurren hören. Die Spannung um sie herum verdichtete sich und ein unbehagliches Schweigen legte sich über den Bereich. »Ganz ruhig, Junge«, sagte Chuck und hob seine Hände, als würde er nur scherzen, aber da war ein Funkeln der Herausforderung in seinen Augen. Markus, der jetzt nicht mehr verstand, was vor sich ging, legte seine Hand an Zeus' Hals, um ihn zu beruhigen. »Tut mir leid, falls er Sie erschreckt hat«, sagte er aufrichtig. Chuck lachte nur, aber sein Stolz schien verletzt durch die Reaktion des Hundes. Er trat einen Schritt zurück, aber seine Freunde begannen ihn zu necken. »Also Chuck, lässt du dich von einem Hund in die Schranken weisen?« Dieser eine Satz veränderte die ganze Stimmung. Chuck wollte sich vor seinen Freunden beweisen und schaute Zeus mit einem Lächeln voller Absicht an. Der Gruppenführer blickte um sich und bemerkte, dass viele Leute die Interaktion beobachteten. Einige filmten sogar diskret mit ihren Handys. Vielleicht ließ ihn das für einen kurzen Moment zögern, aber Chuck war nicht der Typ, der zurückwich. »Entspannt euch, Jungs, es ist nur ein Hund«, sagte er abwertend. Aber Zeus wusste den Unterschied zwischen Spiel und Gefahr. Und obwohl Markus es nicht sehen konnte, begann er zu spüren, dass etwas nicht stimmte. »Zeus, was ist los?«, flüsterte er besorgt. Der deutsche Schäferhund hielt seine Augen auf Chuck gerichtet, als würde er auf den nächsten Zug warten. Seine Jahre bei der Polizei hatten ihn gelehrt, Situationen zu lesen. Und diese Situation eskalierte gerade. Chuck machte ein paar Schritte zurück, aber es war kein Rückzug. Seine Freunde lachten weiter und stachelten ihn mit Sprüchen an, was Chucks bereits angeschlagenen Stolz noch mehr anheizte. »Komm schon, großer Junge«, sagte Chuck mit einem gezwungenen Lachen. »Bist du wirklich so tough, wie du aussiehst?« Eine ältere Dame am Nachbartisch stand plötzlich auf. »Hey, Sie sollten aufhören. Lassen Sie den Hund in Ruhe«, sagte sie bestimmt. Ihre Stimme hallte über den Gehweg und zum ersten Mal zögerte Chuck. Die Peinlichkeit begann sich auszubreiten, und er schaute um sich, als er die missbelübigenden Blicke bemerkte. Zeus bewegte sich nicht, aber er starrte Chuck weiterhin an, bereit, auf jedes Zeichen von Gefahr zu reagieren. Die Spannung hing doch immer in der Luft wie ein gespanntes Seil, das jeden Moment reißen konnte. Chuck verengte seine Augen zu der Frau, die ihn konfrontiert hatte, aber sagte nichts. Die Menge um sie herum wurde unruhig und tauschte Blicke zwischen ihm, Zeus und Markus aus, der jetzt noch verwirrter schien. Das Unbehagen stieg und Chuck machte einen Schritt zurück, aber nicht um endgültig aufzugeben. »Entspannt euch, wir haben nur Spaß«, sagte er abwinkend und versuchte das zu retten, was von seinem Image übrig war, aber innerlich spürte er das Bedürfnis, seine Dominanz zu behaupten. Zeus hingegen blieb völlig ruhig und beobachtete jede Bewegung mit chirurgischer Präzision, als würde er den nächsten Zug des Bikers lesen.
Er war kein gewöhnlicher Hund, er war ein Beschützer im Vollalarmmodus. Markus spannte Zeus Leine an und murmelte: »Zeus, beruhig dich, was ist hier los?« Er konnte Chucks bedrohliche Haltung nicht sehen, aber er konnte die Spannung in der Luft spüren. Zeus war kein gewöhnlicher Hund. Er war darauf trainiert zu beschützen. Und in diesem Moment war er im vollen Alarmzustand. Markus vertraute ihm vollkommen, aber die wachsende Spannung machte ihn nervös. Die Menge um sie herum schien wie erstarrt, mit einer schweren Stille, die alles noch beunruhigender machte. Chuck stand da, gefangen in seinem eigenen Ego, seine Hände geballt. Es war klar, dass er nicht mehr die Kontrolle über die Situation hatte. »Mann, das ist peinlich«, flüsterte Lars zu Dirk. »Chuck wird vor einem Hund vorgeführt.« Aber Chuck hörte die Kommentare seiner Kumpels und das machte alles nur noch schlimmer. Sein Gesicht lief rot an vor Wut und Verlegenheit. Plötzlich machte Chuck eine abrupte Bewegung. Er tat so, als würde er zurückgehen, aber in einem impulsiven Akt stöß er einen der nahegelegenen Stühle um, sodass er in Zeus Richtung krachte. Der Klang von Metall, das auf den Boden schlug, hallte durch die Straße, und ein paar Leute keuchten vor Überraschung. Zeus reagierte blitzschnell. Er wich zur Seite aus und wich dem Stuhl mit beeindruckender Gewandtheit aus. Der Hund knurrte jetzt lauter, seine Schutzstellung wurde noch deutlicher. Es war eine klare Warnung, dass er keine weiteren Provokationen mehr dulden würde. »Hey, hören Sie auf«, rief die Frau wieder, diesmal mit mehr Autorität. Ein paar andere Leute begannen ebenfalls zu sprechen und forderten Chuck auf, aufzuhören. Chuck jedoch schien in seinem eigenen Ego gefangen. »Was ist denn das Problem? Habt ihr noch nie gesehen, wie jemand mit einem Hund spielt?« sagte er und versuchte eine sorglose Haltung beizubehalten. Aber seine Hände waren geballt und es war klar, dass er die Kontrolle über die Situation verloren hatte. Zeus stand fest, seine Augen auf Chuck gerichtet, als würde er jede Bewegung analysieren und bereit sein zu handeln, falls nötig. Markus realisierte endlich, dass etwas Ernstes vor sich ging. Er stand langsam auf, seine Hand fest um Zeus Leine. »Kann mir jemand sagen, was hier vorgeht?« fragte er laut, seine Besorgnis jetzt offensichtlich. Aber bevor jemand antworten konnte, machte Chuck einen Schritt nach vorn und lehnte sich zu Markus, als würde er versuchen, ihn direkt einzuschüchtern. Die Menge hielt den Atem an und Zeus senkte seinen Kopf leicht und bereitete sich darauf auf, Markus um jeden Preis zu verteidigen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt. »Was ist los, Kumpel? Versteckst du dich hinter deinem Hund?« spottete Chuck mit einem bitteren Lachen, das seine eigene Unbehaglichkeit zu verbergen schien. Markus hingegen blieb ruhig, obwohl seine Stimme leicht zitterte. »Zeus versteckt mich nie vor irgendetwas«, antwortete er und hielt die Leine des Hundes fest. »Er ist hier, um mich zu beschützen, und es scheint, als wüsste er etwas, was ich nicht weiß.« Zeus blieb bewegungslos, aber das Knurren in seiner Kehle wurde mit jeder verstreichenden Sekunde lauter. Die Menge um sie herum, einst zögerlich, begann nun lauter zu murmeln, offensichtlich unbehaglich mit Chucks Verhalten. Ein älterer Mann, der an einem nahegelegenen Tisch saß, stand schließlich auf und griff ein. »Hey, das ist zu weit gegangen. Sie sollten gehen, bevor etwas Schlimmes passiert.« Aber Chuck, angetrieben von Stolz und dem Druck seiner Freunde, ignorierte den Rat. Er schaute den Mann an, als wäre er nur ein weiteres Hindernis, aber das wachsende Unbehagen auf seinem Gesicht begann sich zu zeigen. Plötzlich wurde die Stille von einem unerwarteten Geräusch durchbrochen. Zeus bellte laut, ein tiefes und festes Bellen, das Chuck instinktiv zurückweichen ließ. Es war ein Geräusch, das nicht ignoriert werden konnte, und seine Bedeutung war klar: Der Hund war bereit zu handeln. Die Menge reagierte mit Überraschung, manche filmten, andere wichen zurück. Die Energie veränderte sich völlig. »Das ist ein Polizeihund bellen«, rief jemand aus der Menge. »Der Hund warnt vor Gefahr.« Markus, der Zeus bellen bemerkte, wusste, dass etwas Ernstes kurz bevorstand. »Zeus, es ist okay, mir geht es gut«, sagte er und versuchte, den deutschen Schäferhund zu beruhigen. Aber Zeus hielt seine Augen auf Chuck gerichtet, als würde er sagen, dass er diesen Worten nicht traute. Dann, in einem letzten Versuch, sein Image zu retten, machte Chuck impulsiv einen Schritt nach vorn und streckte seine Hand aus, um Markus an der Schulter zu stoßen. Es war eine schnelle Bewegung, aber nicht schnell genug, um von Zeus unbemerkt zu bleiben.
Der deutsche Schäferhund reagierte im Bruchteil einer Sekunde und positionierte sich zwischen Chuck und Markus mit einer schnellen Bewegung, die ihn direkt zwischen den Biker und seinen Besitzer stellte. Zeus griff nicht an, aber er stand fest, seine Zähne leicht gebleckt, eine klare Warnung, dass das hier und jetzt enden musste. Die Straße verstummte völlig. Chuck erstarrte, unfähig zu reagieren, während Zeus Blick ihn zu durchbohren schien. Markus, der jetzt wusste, dass gerade etwas sehr Ernstes passiert war, hob seinen Kopf und sagte bestimmt: »Ich denke, es ist am besten, wenn Sie jetzt gehen.« Die Menge um sie herum begann zu murmeln, diesmal gegen Chuck. Er schaute um sich und erkannte, dass er die Kontrolle über die Situation verloren hatte. Ohne ein weiteres Wort machte er langsam einen Rückzieher, versuchte seine Verlegenheit zu verbergen. Seine Freunde folgten ihm, schweigend, und innerhalb von Sekunden verschwand die Gruppe um die Ecke. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte, Leute. Der Morgen, der mit sanften Tönen der Routine begonnen hatte, war nun voller Gemurmel und Spannung. Markus spürte, wie sich die Luft um ihn herum veränderte. Auch ohne zu sehen, konnte er spüren, dass sich die Energie gewandelt hatte. Das Geräusch der Motorräder in der Ferne verblasste, ersetzt durch das gedämpfte Gemurmel der Leute, die über das sprachen, was sie gerade miterlebt hatten. Zeus blieb an seiner Seite alert, sein Körper noch immer angespannt, aber da war etwas mehr, ein subtiles Zittern in seinen Vorderpfoten. Markus spürte die Vibration durch die Leine und kniete sich hin, um das Fell des deutschen Schäferhunds zu berühren. »Zeus, es ist jetzt okay, Kunkel«, murmelte er und versuchte ihn zu beruhigen, aber Zeus schien zu zögern, sein Blick noch immer auf die Stelle gerichtet, wo Chuck verschwunden war. Es war, als wüsste er, dass dieser Mann nicht nur eine vorübergehende Bedrohung war, sondern ein Problem, das wieder auftauchen könnte. »Sind Sie in Ordnung?«, fragte die Frau, die Chuck konfrontiert hatte, und trat ein paar Schritte näher zu Markus. Besorgnis war in ihrer Stimme. Markus nickte, aber seine gerunzelte Stirn verriet die Sorge in seinem Inneren. »Mir geht es gut, aber Zeus, er hat noch nie so reagiert, er weiß, wenn etwas nicht stimmt, und das macht mir Sorgen.« Die Frau kniete sich hin und beobachtete Zeus genau. »Dieser Hund, er ist nicht gewöhnlich, oder?« Markus seufzte, eine Mischung aus Stolz und Melancholie auf seinem Gesicht. Nein, er war ein K9-Hund, trainiert zu beschützen und zu dienen und wenn nötig alles zu opfern. Aber das war vor Jahren. Ich dachte, er hätte all das hinter sich gelassen. Jetzt ist er mein Fürhund, meine Familie. Die Frau schaute in Zeus Augen, als würde sie versuchen, etwas zu entziffern, was nur er wusste. »Vielleicht hat er nie vergessen, wer er ist«, antwortete sie fast im Flüsterton. Der ältere Mann, der früher eingegriffen hatte, trat näher. »Hören Sie, mein Sohn«, begann er mit tiefer, weisheitsvoller Stimme, »Hunde wie er haben Instinkte, die über das hinausgehen, was wir verstehen können. Er hat nicht ohne Grund so reagiert. Sie sollten ihm trauen und vielleicht wachsam bleiben. Dieser Mann Chuck, er wirkte nicht wie der Typ, der leicht aufgibt.« Die Worte des Fremden hallten in Markus nach, der sanft Zeus Leine anspannte. »Vielleicht haben Sie recht«, murmelte er und streichelte Zeus Kopf. »Komm, Kumpel, ich denke, Zeus und ich brauchen etwas frische Luft.« Der Spaziergang nach Hause war etwas, das Markus und Zeus jeden Tag machten, aber an diesem Morgen fühlte sich jeder Schritt schwer von Bedeutung an. Die Stille wurde nur durch das Geräusch von Zeus Pfoten auf dem Bürgersteig und das sanfte Klimpern der Leine unterbrochen. Markus konnte die Welt um ihn herum nicht sehen, aber Zeus Verhalten sprach lauter als jeder Anblick. Der Hund war angespannt, seine Haltung signalisierte, dass er in höchster Alarmbereitschaft war. Es war eine subtile, aber konstante Erinnerung daran, dass noch immer etwas nicht stimmte. »Du benimmst dich heute seltsam, Kumpel«, bemerkte Markus, als er um die Küchentheke herumtastete, um Zeus Wassernapf zu suchen. Der deutsche Schäferhund bewegte sich langsam durch die Wohnung und schnüffelte in jede Ecke, als würde er eine Inspektion durchführen. Schließlich blieb er bei der Tür stehen, setzte sich ruhig hin, aber mit gespitzten Ohren und lauschte auf jedes Geräusch von draußen. Markus bemerkte dies und runzelte die Stirn. »Was ist los, Zeus? Das machst du sonst nie.« Als Markus sich auf die Couch setzte und versuchte, die Ereignisse des Morgens zu verarbeiten, begann er sich an die Geschichten zu erinnern, die er von Zeus gehört hatte, bevor er ihn adoptierte. Er wusste, dass Zeus einen Hintergrund als K9-Hund hatte, aber er hatte nie alle Details erfahren. Zeus hatte in harten Fällen gedient, wo seine Fähigkeit zu Gefahren zu erkennen Leben gerettet hatte. Und jetzt schien es, als würden diese Instinkte zurückkehren.
»Versuchst du mir etwas zu sagen, Junge?« fragte Markus und streichelte das weiche Fell des Hundes. Zeus antwortete nur mit einem leichten Schwanzwedeln, aber seine Augen verließen nie die Tür. Draußen hallte wieder das ferne Dröhnen eines Motorrads, fast unhörbar. Zeus hob seinen Kopf, sein ganzer Körper spannte sich wieder an. Markus hörte das Geräusch nicht, aber er spürte Zeus Reaktion. Er legte eine Hand auf Zeus Schulter, wie er es immer tat, um ihn zu trösten. »Was auch immer es ist, wir sind zusammen in dieser Sache«, sagte er sanft. Was Markus nicht wusste, war, dass dieses Versprechen sehr bald auf eine Weise getestet werden würde, die er sich nie hätte vorstellen können. Der Abend kam ruhig und hüllte die kleine Nachbarschaft in eine Decke der Ruhe. Markus saß an seinem bescheidenen Esstisch und schnitt vorsichtig einen Apfel, während Zeus neben ihm ruhte. Die Spannung vom frühen Tag hing noch im Raum, ein unausgesprochenes Gewicht, das weder Markus noch Zeus ignorieren konnten. Markus' Finger glitten über Zeus Fell, als er fast zu sich selbst sprach: »Vielleicht denke ich zu viel nach, was, Kumpel?« Er murmelte, aber Zeus Ohren zuckten, seine scharfen Augen auf die Haustür gerichtet, als würde er etwas erwarten, was Markus nicht sehen konnte. Draußen wurde die Ruhe durch das ferne Summen von Motoren zerrissen. Zuerst schwach, wurde es lauter und deutlicher. Zeus stand sofort auf, sein Körper starr, während er die Tür anstarrte. Markus spürte die Veränderung und erstarrte. »Was ist das, Zeus?« fragte er, seine Stimme ruhig, aber mit Besorgnis durchzogen. Das Motorengeräusch verstummte plötzlich, gefolgt von einer schweren Stille, die gegen die dünnen Wände der Wohnung drückte. Markus griff nach seinem Handy, seine Finger zitterten leicht. »Bleib ruhig«, flüsterte er zu sich selbst, obwohl sein Herz in seiner Brust pochte. Momente später hallte ein Klopfen durch die Wohnung, scharf und bewusst. Zeus ließ ein tiefes Knurren hören und positionierte sich zwischen Markus und der Tür. Markus zögerte, bevor er aufstand, seine Hand fest um Zeus Leine. »Wer ist da?« rief er, seine Stimme fest, aber vorsichtig. Es gab keine sofortige Antwort, nur das Geräusch von gedämpftem Gemurmel draußen. Markus' Puls beschleunigte sich. Er konnte Zeus Spannung durch die Leine spüren, die Bereitschaft des Hundes zu verteidigen, falls nötig. »Ich öffne die Tür nicht, bis Sie sagen, wer Sie sind«, erklärte Markus schließlich. Endlich antwortete eine Stimme, tief und vage vertraut. »Entspann dich, Mann. Ich bin's nur, Chuck.« Die Worte schickten einen Schauer über Markus' Wirbelsäule. Zeus bellte scharf, sein Knurren wurde tiefer. Markus' Griff um die Leine verstärkte sich, als er einen Schritt zurück machte und mehr Abstand zur Tür schaffte. »Was wollen Sie?« fragte er, seine Stimme mit Misstrauen durchzogen. Chucks Ton wechselte und versuchte lässig zu klingen, aber die unterschwellige Bedrohung war klar. »Wollt nur reden, Mann. Keine harten Gefühle von vorhin, oder?« Markus antwortete nicht sofort, sein Geist arbeitete und wog seine Optionen ab. Zeus, der die Schwere des Moments spürte, blieb angespannt und alert. Die Stille zog sich hin und Markus konnte das Gewicht von Chucks Anwesenheit direkt hinter der Tür spüren. »Sie müssen gehen«, sagte Markus schließlich, seine Stimme ruhig, aber entschlossen. Das Gemurmel draußen wurde lauter, gefolgt von einer schweren Stille, die gegen die dünnen Wände der Wohnung drückte. Markus griff nach seinem Handy, seine Finger zitterten leicht. »Bleib ruhig«, flüsterte er zu sich selbst, obwohl sein Herz in seiner Brust pochte. Momente später hallte ein Klopfen durch die Wohnung, scharf und bewusst. Zeus ließ ein tiefes Knurren hören und positionierte sich zwischen Markus und der Tür. Markus zögerte, bevor er aufstand, seine Hand fest um Zeus Leine. »Was wollen Sie?« Zeus Ton wechselte und versuchte, lässig zu klingen, aber die unterschwellige Bedrohung war klar. »Wollt nur reden, Mann. Keine harten Gefühle von vorhin, oder?« Markus antwortete nicht sofort, sein Geist arbeitete und wog seine Optionen ab. Zeus, der die Schwere des Moments spürte, blieb angespannt und alert. Die Stille zog sich hin und Markus konnte das Gewicht von Chucks Anwesenheit direkt hinter der Tür spüren. »Sie müssen gehen«, sagte Markus schließlich, seine Stimme ruhig, aber entschlossen. Das Gemurmel draußen wurde lauter, gefolgt von entfernenden Schritten. Aber Zeus entspannte sich nicht, Markus auch nicht. Etwas an der Begegnung fühlte sich unvollendet an, wie ein Sturm, der sich gerade jenseits des Horizonts sammelte. Die unruhige Stille, die auf Chucks Weggang folgte, war nur von kurzer Dauer.
Markus ging im Wohnzimmer auf und ab, seine Finger glitten leicht entlang der vertrauten Konturen der Möbel, während er versuchte, seine Gedanken zu beruhigen. Zeus jedoch war unruhig. Er bewegte sich zum Fenster, sein großer Rahmen angespannt, während er die Luft beschnüffelte und in die Nacht hinausstarrte. »Was ist los, Zeus?« fragte Markus mehr zu sich selbst als zu dem Hund. Das Unbehagen in seiner Brust wuchs, eine nagende Gewissheit, dass Chuck nicht mit dem Spiel fertig war, das er spielte. Minuten später durchbrach das Geräusch von Schritten die Ruhe. Sie waren gedämpft, bewusst und umkreisten den Umkreis des Wohngebäudes. Zeus ließ ein scharfes Bellen hören, sein Körper wie eine gespannte Feder. Markus erstarrte, sein Herz hämmerte in seiner Brust, er griff nach dem Telefon auf der Theke, seine Finger fummelten beim Wählen der 110. »Bleib ruhig«, flüsterte er zu sich selbst, obwohl jeder Nerv in seinem Körper schrie. Zeus bewegte sich, um bei der Tür zu stehen, sein Knurren tief und stetig. Eine Warnung, die durch die kleine Wohnung hallte. Markus verband sich mit dem Notruf. Seine Stimme zitterte, als er die Situation erklärte. »Da ist jemand außerhalb meiner Wohnung«, sagte er und hielt Zeus Leine fest, während die Knurrlaute des Hundes lauter wurden. »Ich denke, Sie meinen es ernst.« Der Operator versicherte ihm, dass Polizisten auf dem Weg seien, aber die Minuten fühlten sich wie Stunden an. Draußen wurden die Schritte näher, bewusster. Dann kam das Geräusch von etwas, das gegen die Fensterscheibe kratzte, ein subtiles, bedrohliches Geräusch, das Schauer über Markus' Wirbelsäule schickte. Das Kratzen hörte plötzlich auf, gefolgt von einem gedämpften Fluch von draußen. Zeus bellte wieder, diesmal lauter, sein Körper gegen die Tür gepresst, als würde er den Eindringling herausfordern, zu kommen. Markus, sein Griff fest um Zeus Leine, zog sich in die Ecke des Raumes zurück. Sein Geist raste. Er fühlte sich hilflos, angewiesen auf Zeus Instinkte und die Hoffnung, dass Hilfe rechtzeitig ankommen würde. »Sie kommen, Zeus«, murmelte er, seine Stimme ruhig, trotz der Angst, die durch ihn strömte. »Halt einfach durch.« Endlich durchschnitt das schwache Heulen von Polizeisirenen die angespannte Luft. Die Schritte draußen hörten augenblicklich auf, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der wegläuft. Zeus blieb in höchster Alarmbereitschaft. Sein Knurren wurde sanfter, aber verschwand nicht völlig. Markus atmete zittrig aus und griff nach dem Telefon, als er in den Hörer flüsterte: »Sie sind hier, danke.« Erleichterung überschwemmte ihn momentan, aber sie war von der Erkenntnis getränkt, dass das noch nicht vorbei war. Chuck hatte eine Linie überschritten und Markus wusste, dass er sich auf das vorbereiten musste, was nächstes kam. Die blinkenden roten und blauen Lichter badeten die Straße in einen unheimlichen Schein, als zwei Polizisten sich Markus' Wohnung näherten. Zeus, noch immer alert, stand bei der Tür, seine Ohren gespitzt und Körper starr. Markus öffnete die Tür vorsichtig und spürte den Strom kühler Nachtluft gegen sein Gesicht. »Beamte, danke, dass Sie gekommen sind«, sagte er, seine Stimme ruhig, trotz der Angst, die noch in seiner Brust verweilte. Zeus entspannte sich nicht, seine scharfen Augen wanderten zu den Schatten draußen, als würde er spüren, dass die Gefahr noch lauerte. Die Beamten baten Markus, alles zu schildern, machten sich Notizen, während er die frühere Konfrontation mit Chuck und die bedrohlichen Geräusche um seine Wohnung beschrieb. Er hat nichts Körperliches getan, gab Markus zu und hielt Zeus Leine fest, aber er ist unberechenbar und ich weiß, dass er zurückkommt. Ein Beamter kniete sich hin, um Zeus zu streicheln, obwohl der Hund angespannt blieb, seinen Blick auf den Umkreis gerichtet. »Die Instinkte Ihres Hundes sind scharf«, sagte der Beamte. »Wenn er so aufgeregt ist, haben Sie recht, vorsichtig zu sein.« Während die Beamten das Gebiet absuchten, entdeckten sie frische Fußspuren nahe Markus' Fenster. Sie folgten der Spur, aber fanden keine Spur von Chuck oder seinen Freunden. »Er ist wahrscheinlich längst weg«, sagte einer von ihnen, obwohl ihr Ton nicht gerade Vertrauen einflößte. Sie rieten Markus, drinnen zu bleiben, sein Telefon in Reichweite zu behalten und anzurufen, wenn noch etwas passieren sollte. »Wir werden die Patrouillen in der Gegend verstärken«, versicherte der andere Beamte. »Aber wenn Sie sich unsicher fühlen, zögern Sie nicht, für die Nacht zu gehen.« Markus nickte, obwohl er nicht vorhatte, zu fliehen. Das war sein Haus, und er würde nicht zulassen, dass Chuck ihm das wegnimmt. »Dieser Hund hat eine besondere Ausstrahlung«, bemerkte der jüngere Beamte und beobachtete, wie Zeus jeden Geräusch und jede Bewegung verfolgte.
War er bei der Polizei? Ja, antwortete Markus stolz. Zeus war 7 Jahre lang bei der Münchner Polizei, ein K9-Diensthund. Nach einer Verletzung im Einsatz wurde er pensioniert. Die Beamten wechselten bedeutungsvolle Blicke. Das erklärt seine Reaktion, sagte der Ältere. Einmal Polizeihund, immer Polizeihund. Seine Instinkte sind noch voll da. Er kennt Gefahr, wenn er sie sieht, fügte der andere hinzu. Hören Sie auf ihn. Nachdem die Beamten gegangen waren, fühlte sich die Wohnung schwerer mit Stille an. Markus setzte sich auf den Rand seines Bettes, Zeus lag zu seinen Füßen, noch immer wachsam. Er streckte die Hand aus, um den Rücken des Hundes zu streicheln. Die vertraute Bewegung erdete ihn. »Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, Zeus, aber ich weiß, dass du bereit sein wirst.« Zeus' Ohren schuckten beim Klang seiner Stimme und zum ersten Mal an diesem Abend wedelte sein Schwanz schwach. Es war ein kleiner Moment der Beruhigung inmitten der Ungewissheit. Markus döste schließlich ein, obwohl es unruhig und rastlos war. Zeus, immer wachsam, blieb bei der Tür, sein Körper eine schützende Barriere zwischen Markus und der Welt draußen. Die Bindung zwischen ihnen hatte sich nie stärker angefühlt. Geschmiedet im Feuer geteilter Angst und Vertrauen. Was auch immer Chuck plante, Markus wusste eines sicher: Er stand dem nicht allein gegenüber. Zeus war mehr als ein Führhund oder ein ehemaliger K9. Er war ein Wächter, ein Partner und eine Erinnerung an die Stärke, die entsteht, wenn man zusammensteht. Aber Chuck war noch nicht fertig, Leute. Gegen 3 Uhr morgens, als die Stadt in tiefem Schlaf lag, kehrten die Motorengeräusche zurück. Diesmal waren sie leiser, gedämpft, als würden sie versuchen, unbemerkt zu bleiben. Zeus Kopf schoss hoch, seine Ohren standen aufrecht wie Antennen, sein ganzer Körper ging in Kampfbereitschaft. Er stand nicht einmal auf, um Markus zu wecken. Nein, das war Profiarbeit. Zeus bewegte sich lautlos zur Tür, jeder Muskel angespannt. Seine jahrelange Polizeiausbildung hatte ihn gelehrt: Erst beobachten, dann warnen, dann handeln. Das Motorgeräusch verstummte 2 Blocks entfernt. Cleverer Zug, Chuck, aber nicht clever genug für einen trainierten K9. Zeus' Nase zuckte. Seine außergewöhnlichen Sinne erfassten etwas, was kein menschliches Ohr hätte hören können. Das leise Knirschen von Stiefeln auf Kies, sich langsam nähernde Schritte. 3 verschiedene Gangarten, 3 Männer. Zeus erkannte sogar Chucks schweren, aggressiven Schritt wieder. Die anderen beiden, Lars und Dirk, versuchten leiser zu sein, aber für Zeus' trainierte Ohren klangen sie wie Elefanten. Der deutsche Schäferhund positionierte sich strategisch. Nicht direkt vor der Tür, das wäre amateurhaft, sondern seitlich, im toten Winkel, von wo aus er den ganzen Raum überblicken und gleichzeitig jeden Eindringling überraschen konnte. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen. Das war nicht mehr Zeus, der Haustierhund, das war Officer Zeus, K9-Einheit München, wieder im Dienst. Die Schritte kamen näher. Zeus hörte gedämpfte Stimmen. »Bist du sicher, dass die Polizei weg ist?« »Ja, die Streife ist vor einer Stunde vorbeigefahren.« »Und der blinde Typ schläft bestimmt.« Zeus' Lippen zogen sich unmerklich nach oben. Diese Amateur-Dummköpfe hatten keine Ahnung, mit wem sie es zu tun hatten. Das erste Geräusch kam am Fenster. Ein leises Kratzen, als würde jemand versuchen, das Schloss zu knacken. Zeus bewegte sich keinen Millimeter, aber seine Muskeln spannten sich wie Stahlseile. Dann hörte er es, das leise Quietschen von Metall. Sie versuchten tatsächlich einzubrechen. Jetzt war es Zeit. Zeus erhob sich lautlos wie ein Geist. Sein Körper war pure Konzentration, pure Kraft, pure Entschlossenheit. Chuck und seine Kumpel dachten, sie hätten es mit einem hilflosen blinden Mann und seinem harmlosen Haustier zu tun. Sie lagen so falsch. 6 Monate später erhielt Markus einen unerwarteten Brief. Der Absender war Chuck Weber, geschrieben aus dem Münchner Gefängnis. »Lieber Herr Weber«, begann der Brief mit zittriger Handschrift. »Ich weiß, dass ich das Recht verloren habe, mit Ihnen zu sprechen, aber ich muss Ihnen etwas sagen.« Markus las weiter, Zeus zu seinen Füßen. »Ich habe die letzten 6 Monate genutzt, um über mein Leben nachzudenken, über das Monster, das ich geworden war, über die Angst, die ich anderen bereitet habe und über Zeus. Ihr Hund hätte mich vernichten können, ein Wort von Ihnen und er hätte es getan. Aber Sie beide haben Gnade gezeigt. Etwas, das ich nie verstanden hatte.« Markus spürte, wie sich seine Kehle zusammenzog. »Ich habe in der Gefängnisbibliothek über Blindenhunde gelesen, über K9-Einheiten, über echte Helden. Zeus ist alles, was ich niemals war. Mutig, loyal, selbstlos. Nach meiner Entlassung will ich mein Leben ändern. Ich habe mich für ein Programm angemeldet, das Veteranen-Therapiehunde ausbildet. Vielleicht kann ich wenigstens einen Bruchteil von dem zurückgeben, was Zeus repräsentiert. Bitte sagen Sie Zeus,
dass Chuck Weber endlich verstanden hat, was wahre Stärke bedeutet. Der Brief endete mit „In tiefer Dankbarkeit und Reue, Chuck“. Markus faltete den Brief zusammen und streichelte Zeus Kopf. »Hörst du das, Kumpel? Sogar Chuck hat deine Lektion gelernt.« Zeus wedelte sanft mit dem Schwanz, als würde er verstehen. An diesem Nachmittag besuchten sie das örtliche Veteranenkrankenhaus. Zeus hatte eine neue Mission gefunden. Er besuchte regelmäßig traumatisierte Soldaten und brachte ihnen Trost. Zeus versteht PTSD, erklärte Dr. Müller, der Therapeut. Er spürt, wenn jemand Schmerzen hat und weiß instinktiv, wie er helfen kann. Ein junger Soldat namens Andreas streichelte Zeus vorsichtig. »Ich habe seit dem Afghanistan-Einsatz niemandem mehr vertraut«, flüsterte er, »aber bei Zeus fühle ich mich sicher.« Zeus legte seinen Kopf auf Andreas' Schoß. Es war ein kleiner, aber mächtiger Moment der Heilung. »Zeus zeigt uns allen«, sagte Dr. Müller, »dass Helden nicht aufhören zu helfen, auch wenn sich ihre Mission ändert.« Auf dem Heimweg dachte Markus über Zeus' Reise nach. Vom Polizeihund zum blinden Hund, zum unerwarteten Helden, zum Heiler traumatisierter Seelen. »Du warst schon immer mehr als nur ein Hund«, sagte er zu Zeus. »Du bist ein Lehrer. Du lehrst uns, was es bedeutet, stark und gleichzeitig gütig zu sein.« Zeus bellte leise, als würde er sagen, »Das war schon immer mein Job.« In den Straßen von München wurde Zeus' Geschichte zur Legende. Aber für Markus war er einfach sein bester Freund. Ein Freund, der ihm jeden Tag zeigte, dass wahre Helden nicht laut brüllen oder andere bedrohen. Markus tastete sich schnell zur Haustür und öffnete sie. Das Erste, was er hörte, waren Chucks Schluchzer und Zeus kontrolliertes, aber warnendes Knurren. »Zeus, hierher!« rief Markus mit fester Stimme. Zeus reagierte sofort auf den Befehl seines Partners, aber er behielt Chuck weiterhin im Auge. Der ehemalige Polizeihund setzte sich neben Markus, aber seine Muskeln blieben gespannt, bereit für jede weitere Bedrohung. »Was ist hier passiert?« fragte Markus, obwohl er es bereits ahnte. Chuck lag immer noch am Boden, seine Arroganz völlig verschwunden. »Bitte, bitte rufen Sie ihn zurück«, wimmerte er. Ich wollte nur. »Sie wollten in mein Zuhause einbrechen«, vollendete Markus ruhig, aber mit eisiger Stimme. Die Nachbarn begannen ihre Fenster zu öffnen, angelockt durch den Lärm. Lichter gingen an und mehrere Leute riefen, dass sie die Polizei verständigt hatten. Lars und Dirk, die das Chaos sahen, warfen ihre Motorräder an. »Chuck, wir hauen ab, Mann! Der Hund ist verrückt!« Aber Chuck war zu verängstigt, um sich zu bewegen. Zeus' Präsenz hielt ihn wie gefesselt am Boden. »Ich hab einen Fehler gemacht«, stammelte Chuck. »Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass er ein Polizeihund ist.« Markus verschränkte die Arme. »Das hätten Sie wissen müssen, bevor Sie sich entschieden haben, mich und Zeus zu belästigen.« In der Ferne hallten Sirenen durch die Nacht. Die Polizei war unterwegs. Zeus entspannte sich leicht, aber seine Augen verließen Chuck nie. Er wusste, dass seine Arbeit noch nicht getan war, bis sein Herrchen in Sicherheit war. »Wissen Sie, was das Ironische ist, Chuck?« sagte Markus mit einem leichten Lächeln. »Zeus ist im Ruhestand. Er hätte ein ruhiges Leben als Blindenhund führen können. Aber Sie haben seine Beschützerinstinkte geweckt.« Chuck schluchzte nur noch lauter. 7 Jahre lang hat er Verbrecher wie Sie gestellt. Er weiß genau, wie man mit Typen wie Ihnen umgeht. Die Polizeisirenen kamen näher. Chuck versuchte aufzustehen, aber Zeus knurrte einmal und Chuck fiel sofort wieder hin. »Ich verstehe es jetzt«, flüsterte Chuck. »Der Hund, er ist kein gewöhnlicher Hund.« »Nein«, sagte Markus stolz und streichelte Zeus' Kopf. »Er ist ein Held. Ein pensionierter Held, der immer noch weiß, wie man das Richtige tut.« Die Polizeiautos bogen um die Ecke, ihre Blaulichter tanzten über die Hauswände. »Zeus hat heute Nacht bewiesen, dass man einen guten Polizisten nicht in den Ruhestand schicken kann. Man kann nur seinen Auftrag ändern, von Protect and Serve zu Protect Markus.« Chuck weinte jetzt hemmungslos. Seine ganze Biker-Gang-Fassade war zusammengebrochen. Er war nicht mehr der einschüchternde Anführer, er war nur ein verängstigter Mann, der die falsche Person zur falschen Zeit unterschätzt hatte. Böhlum 15.
Die Polizeiautos hielten mit quietschenden Reifen vor Markus' Wohnung. 4 Beamte sprangen heraus, ihre Taschenlampen erhellten die Szene. Chuck am Boden, Zeus in perfekter Wachposition und Markus, der ruhig dastand. »Das ist er«, sagte Markus zu den Beamten. »Er hat versucht, in meine Wohnung einzubrechen.« Einer der Beamten erkannte Zeus sofort. »Das ist doch Zeus, ehemaliger K9 aus unserem Revier.« Der deutsche Schäferhund wedelte leicht mit dem Schwanz. Er erkannte den Beamten, aber seine Augen blieben auf Chuck gerichtet. »Zeus, alte Kämpfernatur«, sagte der Polizist lächelnd. »Einmal im Dienst, immer im Dienst.« Chuck versuchte zu sprechen. »Bitte, ich wusste nicht, der Hund ist ein Monster.« »Nein«, korrigierte Markus fest. »Zeus ist ein Held. Sie sind das Monster, der einen blinden Mann terrorisiert hat.« Die Beamten halfen Chuck auf die Füße und legten ihm Handschellen an. »Sie sind verhaftet wegen versuchten Einbruchs, Stalking und Belästigung«, verkündete einer von ihnen. Chuck schaute zu Zeus, der ihn immer noch unverwandt anstarrte. »Ich verstehe es jetzt«, schluchzte er. »Ich habe den falschen Mann gewählt.« »Das haben Sie allerdings«, sagte Markus. »Zeus hat 7 Jahre lang München beschützt. Glaubten Sie wirklich, er würde aufhören, nur weil er im Ruhestand ist?« Während Chuck zum Polizeiwagen geführt wurde, brach er völlig zusammen. »Es tut mir so leid. Ich wollte nur cool aussehen vor meinen Freunden.« »Ihre Freunde haben Sie im Stich gelassen, sobald es brenzlig wurde«, bemerkte ein Polizist trocken. Chuck weinte jetzt hemmungslos. »Ich war so dumm, so unglaublich dumm.« Markus trat näher heran. »Chuck, hören Sie zu. Zeus hätte Sie verletzen können, richtig verletzen. Aber er ist ein Profi. Er hat Sie nur gestoppt.« Chuck schaute auf zu Markus. Tränen strömten über sein Gesicht. »Warum? Warum haben Sie ihm nicht befohlen?« »Weil wir nicht wie Sie sind«, antwortete Markus ruhig. »Zeus und ich glauben an Gerechtigkeit, nicht an Rache.« Ein jüngerer Beamter schüttelte den Kopf. »Mann, Sie haben wirklich den falschen Typen ausgewählt. Ein blinder Veteran mit einem pensionierten Polizeihund? Das war das dümmste Fehler Ihres Lebens.« Chuck nickte schwermütig. »Das sehe ich jetzt ein.« Als die Polizeiwagen wegfuhren, versammelten sich die Nachbarn um Markus. Applaus brach aus. »Zeus ist ein Held«, rief jemand. »So einen mutigen Hund habe ich noch nie gesehen.« Markus streichelte Zeus stolz. Er war schon immer ein Held. Heute Nacht hat er es nur allen bewiesen. Zeus bellte einmal kurz auf. Nicht aggressiv, sondern zufrieden. Mission erfüllt. Herrchen beschützt, Ordnung wiederhergestellt. Die Biker-Gang, Road Devils, die existierte nach dieser Nacht nicht mehr. Lars und Dirk erzählten überall die Geschichte von dem Monsterhund, der seinen Anführer zum Weinen gebracht hatte. 3 Wochen später saß Chuck vor dem Richter. Seine Lederjacke ersetzt durch einen orangefarbenen Gefängnisanzug. Seine Arroganz war vollständig verschwunden. Er wirkte wie ein gebrochener Mann. Der Angeklagte wird wegen versuchten Einbruchs, Stalking und Belästigung eines behinderten Bürgers zu 18 Monaten Haft verurteilt, verkündete der Richter mit fester Stimme. Chuck nickte stumm. Seine Anwältin hatte ihm geraten, zu schweigen, aber er konnte nicht anders. »Euer Ehren, ich möchte mich bei Herrn Weber entschuldigen.« Markus saß in der ersten Reihe, Zeus zu seinen Füßen. Der deutsche Schäferhund trug eine kleine Medaille am Halsband, eine Ehrung der Münchner Polizei für außergewöhnlichen Mut im Ruhestand. »Die Entschuldigung ist angenommen«, sagte Markus ruhig. »Aber ich hoffe, Sie lernen daraus.« Chuck weinte wieder. »Dieser Hund, er hätte mich töten können, aber er tat es nicht. Warum?« »Weil er ein besserer Mensch ist, als Sie es waren. Zeus kennt den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rache.« Nach der Verhandlung warteten draußen Journalisten. Die Geschichte von Zeus, dem Heldenhund, hatte München erobert. »Herr Weber, wie fühlen Sie sich jetzt?« rief ein Reporter. Markus lächelte und streichelte Zeus. »Ich fühle mich sicher. Ich habe den besten Partner der Welt.«
Wird Zeus wieder bei der Polizei arbeiten? Nein, lachte Markus. Zeus hat seinen wohlverdienten Ruhestand. Aber wie Sie sehen können, hört ein echter Polizist nie auf, ein Polizist zu sein. Zeus bellte einmal zustimmend. Einen Monat später kehrte Markus zu seinem Lieblingscafé zurück. Die Stimmung war völlig anders. Die Leute grüßten ihn wie einen Helden. Zeus trug immer noch seine Medaille. »Da ist er«, flüsterte ein junges Mädchen ihrer Mutter zu. »Das ist Zeus, der Superheld-Hund.« Zeus wedelte freundlich, genoss die Aufmerksamkeit, aber seine Augen scannten immer noch die Umgebung. Einmal ein Beschützer, immer ein Beschützer. Eine ältere Dame kam zu ihrem Tisch. »Entschuldigen Sie, aber ich wollte nur Danke sagen. Mein Sohn ist auch Polizist. Zeus erinnert uns daran, dass es noch echte Helden gibt.« Markus wurde emotional. Zeus war schon immer ein Held. Die Welt musste es nur erfahren. Das Kaffeepersonal brachte Zeus ein kostenloses Steak. »Für unseren vierbeinigen Helden«, sagte die Kellnerin lächelnd. Zeus fraß genüsslich, aber seine Ohren blieben gespitzt. Alte Gewohnheiten sterben schwer. Am Nebentisch saßen zwei Teenager und diskutierten. »Hast du das Video gesehen? Der Hund hat den Biker komplett fertig gemacht.« »Ja, der Typ hat geweint wie ein Baby.« Markus lächelte still. Chuck hatte eine harte Lektion gelernt, aber vielleicht war es die wichtigste seines Lebens. Die Road Devils existierten nicht mehr. Lars und Dirk hatten sich anderen Gangs angeschlossen, aber die Geschichte von Zeus verfolgte sie überall hin. Niemand wollte mit den Typen, die vor einem Hund weggelaufen sind, gesehen werden. Die Wochen nach dem Vorfall veränderten nicht nur Zeus und Markus Leben. Sie inspirierten eine ganze Stadt. Die Münchner Polizei lud Zeus zu einer offiziellen Zeremonie ein. Polizeichef Schmidt persönlich überreichte ihm eine goldene Medaille. »Zeus«, sagte er feierlich, »du erinnerst uns daran, was es bedeutet, zu dienen und zu beschützen. Ruhestand bedeutet nicht das Ende der Mission, es bedeutet eine neue Mission.« Zeus saß stolz da, seine Medaille glänzte im Licht. Die versammelten Polizisten applaudierten stehend. Viele von ihnen hatten Jahre mit Zeus gearbeitet und kannten seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. »Ich habe in 30 Jahren Polizeidienst viele Hunde gesehen«, sagte ein alter Veteran. »Aber Zeus ist etwas Besonderes. Er hat Seele.« Markus war zu Tränen gerührt. Zeus war schon immer mein Held. Jetzt ist er ein Held für alle. Die Geschichte ging viral. Videos von Zeus tapferem Eingreifen wurden millionenfach geteilt. Kinder in ganz Deutschland malten Bilder von dem Superhund Zeus. Eine Grundschule in München benannte ihre Schulbibliothek nach ihm. Zeus Bibliothek für Mut und Freundschaft. Aber am wichtigsten war, wie sich Zeus' neue Berühmtheit auf andere auswirkte. Ein junger Mann namens Tim, der nach einem Unfall erblindet war, sah Zeus' Geschichte im Fernsehen. »Mama«, sagte er zu seiner Mutter, »wenn Herr Weber mit Zeus so ein normales Leben führen kann, dann kann ich das auch.« Eine Woche später adoptierte Tim seinen eigenen blinden Hund, einen jungen Schäferhund namens Apollo. Die örtliche Hundeschule verzeichnete einen massiven Anstieg bei Anmeldungen für Gehorsamkeitstraining. »Jeder will einen Hund wie Zeus haben«, lachte die Trainerin. Aber Zeus blieb bescheiden. Für ihn war die Medaille schön, aber das Wichtigste war immer noch seine tägliche Routine mit Markus. Jeden Morgen gingen sie zum Café. Zeus trug seine Medaille mit Stolz, aber seine Augen scannten immer noch die Umgebung. Old habits die hard. »Glaubst du, Chuck hat seine Lektion gelernt?«, fragte Markus eines Tages. Zeus antwortete mit einem kurzen Bellen, als wollte er sagen, »Das hoffe ich für ihn.« Ein lokaler Journalist schrieb einen Artikel mit der Überschrift »Zeus, der Hund, der München lehrte, was wahre Stärke bedeutet«. Der Artikel endete mit den Worten, »Wahre Stärke liegt nicht darin, andere zu bedrohen, sondern darin, sie zu beschützen. Zeus zeigt uns jeden Tag, was es bedeutet, ein echter Held zu sein.« 6 Monate später erhielt Markus einen unerwarteten Brief. Der Absender war Chuck Weber, geschrieben aus dem Münchner Gefängnis. »Lieber Herr Weber,
begann der Brief mit zittriger Handschrift. »Ich weiß, dass ich das Recht verloren habe, mit Ihnen zu sprechen, aber ich muss Ihnen etwas sagen.« Markus las weiter, Zeus zu seinen Füßen. »Ich habe die letzten 6 Monate genutzt, um über mein Leben nachzudenken, über das Monster, das ich geworden war, über die Angst, die ich anderen bereitet habe, und über Zeus. Ihr Hund hätte mich vernichten können. Ein Wort von Ihnen und er hätte es getan, aber Sie beide haben Gnade gezeigt, etwas, das ich nie verstanden hatte.« Markus spürte, wie sich seine Kehle zusammenzog. »Ich habe in der Gefängnisbibliothek über Blindenhunde gelesen, über K9-Einheiten, über echte Helden. Zeus ist alles, was ich niemals war, mutig, loyal, selbstlos. Nach meiner Entlassung will ich mein Leben ändern. Ich habe mich für ein Programm angemeldet, das Veteranentherapiehunde ausbildet. Vielleicht kann ich wenigstens einen Bruchteil von dem zurückgeben, was Zeus repräsentiert. Bitte sagen Sie Zeus, dass Chuck Webber endlich verstanden hat, was wahre Stärke bedeutet.« Der Brief endete mit »In tiefer Dankbarkeit und Reue, Chuck.« Markus faltete den Brief zusammen und streichelte Zeus Kopf. »Hörst du das, Kumpel? Sogar Chuck hat deine Lektion gelernt.« Zeus wedelte sanft mit dem Schwanz, als würde er verstehen. An diesem Nachmittag besuchten sie das örtliche Veteranenkrankenhaus. Zeus hatte eine neue Mission gefunden. Er besuchte regelmäßig traumatisierte Soldaten und brachte ihnen Trost. Zeus versteckt PTSD, erklärte Dr. Müller, der Therapeut. Er spürt, wenn jemand Schmerzen hat und weiß instinktiv, wie er helfen kann. Ein junger Soldat namens Andreas streichelte Zeus vorsichtig. »Ich habe seit dem Afghanistan-Einsatz niemandem mehr vertraut, aber bei Zeus fühle ich mich sicher.« Zeus legte seinen Kopf auf Andreas' Schoß. Es war ein kleiner, aber mächtiger Moment der Heilung. Zeus zeigt uns allen, dass Helden nicht aufhören zu helfen, auch wenn sich ihre Mission ändert. Auf dem Heimweg dachte Markus über Zeus' Reise nach. Vom Polizeihund zum Blindenhund, zum unerwarteten Helden, zum Heiler traumatisierter Seelen. Du warst schon immer mehr als nur ein Hund, Zeus. Du bist ein Lehrer. Du lehrst uns, was es bedeutet, stark und gleichzeitig gütig zu sein. Zeus bellte leise, als würde er sagen, das war schon immer mein Job. In den Straßen von München wurde Zeus' Geschichte zur Legende. Aber für Markus war er einfach sein bester Freund. Ein Freund, der ihm jeden Tag zeigte, dass wahre Helden nicht laut brüllen oder andere bedrohen. Ein Jahr später stand Chuck Webber vor den Toren des Münchner Gefängnisses. Ein Jahr Haft hatte ihn völlig verändert. Die Arroganz war verschwunden, ersetzt durch eine ruhige Entschlossenheit. Seine erste Station war nicht die Kneipe oder zu alten Freunden. Es war das Tierheim München. »Ich möchte mich für das Therapiehundeprogramm anmelden«, sagte er zu der Koordinatorin. Ich habe eine Schul zu begleichen.« Die Frau schaute ihn skeptisch an. »Das ist harte Arbeit. Diese Hunde brauchen Menschen, die wirklich engagiert sind.« Chuck nickte ernst. »Ich weiß. Ein sehr weiser Hund hat mir gezeigt, was Engagement bedeutet.« 3 Monate später führte Chuck seinen ersten Therapiehund aus, einen jungen Golden Retriever namens Hope. Der Name war Programm. An einem warmen Sommertag kreuzten sich ihre Wege wieder. Chuck spazierte mit Hope durch den Park, als er Markus und Zeus auf einer Bank sitzen sah. Chuck blieb stehen, sein Herz pochte. Zeus hob den Kopf und schaute ihn an. Keine Aggression, nur Wachsamkeit. »Herr Weber«, rief Chuck vorsichtig. »Chuck, sind Sie das?« Chuck näherte sich langsam Hope an seiner Seite. »Ja, ich wollte mich persönlich bedanken.« Zeus stand auf, aber entspannt. Er schnüffelte an Chuck und Hope, dann wedelte er leicht mit dem Schwanz. Seine Körpersprache sagte, diese Person ist keine Bedrohung mehr. Zeus erkennt die Veränderung in ihnen, sagte Markus lächelnd. Hunde lügen nie. Chuck kniete sich vor Zeus hin. Es tut mir so leid, Zeus. Du hast mir das Leben gerettet, auch wenn ich das damals nicht verstanden habe. Zeus ließ Chuck seine Hand lecken, eine Geste der Vergebung. Tränen liefen über Chucks Gesicht. Ich trainiere jetzt Therapiehunde. Ich versuche zu tun, was du tust, anderen zu helfen. Das freut mich zu hören, sagte Markus aufrichtig. Zeus und ich glauben an zweite Chancen. Hope und Zeus schnüffelten sich und begannen zu spielen. 2 Therapiehunde, vereint in ihrer Mission zu heilen. Wissen Sie,
Ich erzähle meine Geschichte jetzt in Schulen, über Mobbing, über falsche Stärke. Zeus ist immer Teil der Geschichte. Markus war gerührt. Zeus würde sich freuen zu wissen, dass seine Lektion weiterlebt. Chuck schaute zu Zeus. Er ist wirklich ein Held, nicht wahr? Er war schon immer ein Held, antwortete Markus. Die Welt musste es nur lernen. Als sie sich verabschiedeten, dachte Chuck über die Ironie nach. Der Hund, den er einst als Köder bezeichnet hatte ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Zeus bellte einmal zum Abschied, ein freundliches, ermutigendes Bellen. Und so, liebe Leute, kommen wir zum Ende dieser unglaublichen Geschichte. Aber eigentlich ist es gar kein Ende. Es ist der Beginn von etwas viel Größerem. Heute, 5 Jahre später, ist Zeus 12 Jahre alt. Seine Schnauze ist grau geworden, aber seine Augen funkeln immer noch mit der gleichen Intelligenz und Güte. Er ist nicht mehr der junge Polizeihund von damals, aber er ist weise geworden. Ein Elder Statesman der Hundewelt. Das Café zum Goldenen Hirsch hat eine Gedenktafel für Zeus aufgehängt. Hier lernte München, was wahren Mut bedeutet. Chuck Weber ist heute Leiter des größten Therapiehundeprogramms in Bayern. Er hat über 200 Hunde ausgebildet, die alle in Zeus Fußstapfen treten. Sein Leben ist der lebende Beweis dafür, dass Menschen sich ändern können. Tim, der junge Mann, der durch Zeus Geschichte Mut gefasst hatte, ist heute selbst ein erfolgreicher Blindenhundtrainer. Apollo und er bilden ein unschlagbares Team. Aber was ist die wahre Lektion von Zeus Geschichte? Es ist nicht die Action, es ist nicht das Drama, es ist etwas viel Tieferes. Zeus zeigt uns, dass wahre Stärke nicht darin liegt, andere zu unterdrücken oder zu bedrohen. Wahre Stärke liegt darin, zu beschützen, zu heilen und zu vergeben. Er zeigt uns, dass Helden nicht immer perfekt sein müssen, sie müssen nur bereit sein zu helfen, wenn es darauf ankommt. Er zeigt uns, dass Rache niemals die Antwort ist. Gerechtigkeit schon, aber Gerechtigkeit mit Mitgefühl. Chuck dachte, er wäre stark, weil er andere einschüchtern konnte. Zeus zeigte ihm, dass wahre Stärke darin besteht, anderen zu dienen. Markus war physisch schwächer als Chuck, aber seine moralische Stärke und Zeus' Loyalität machten sie unbesiegbar. Die Geschichte von Zeus ist überall um uns herum. Jeder Polizist, der seinem Eid treu bleibt. Jeder Arzt, der Leben rettet. Jeder Lehrer, der Kinder inspiriert. Jeder Mensch, der einem Schwächeren hilft. Helden tragen nicht immer Uniformen. Manchmal haben sie 4 Beine und ein treues Herz. Zeus ist heute still in seinem Körbchen neben Markus' Bett. Aber sein Geist, seine Lektion, seine Liebe, sie leben weiter in jedem Menschen, den er berührt hat. Und wenn ihr das nächste Mal jemanden seht, der schwächer ist als ihr, denkt an Zeus. Denkt daran, dass wahre Stärke im Beschützen liegt, nicht im Angreifen. Denn am Ende geht es nicht darum, wie stark wir sind. Es geht darum, wie wir unsere Stärke einsetzen. Zeus hat uns gelehrt, ein Held zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Es bedeutet, trotz der Angst, das Richtige zu tun. Und das, liebe Freunde, ist eine Lektion, die nie alt wird. Danke, Zeus. Danke für alles.